Herzlich willkommen zu einem neuen LaboClean-Tutorial. Heute geht es um die Aufbereitung von formalinfixierten Gewebeproben. Wichtig ist auf der einen Seite, wenn man mit Formalin arbeitet, der eigene Schutz. Das heißt, man muss Handschuhe tragen, einen Kittel tragen und als Nicht-Brillenträger sollte man eine Schutzbrille tragen. Da Formalin zur Fixation von Geweben herangezogen wird und also halt am eigenen Körper sonst auch Schäden hinterlassen kann. Wenn Sie eine Probe entnehmen, sollten Sie die, wenn Sie die in die Gefäße einlegen, gut kennzeichnen. Dafür ist es auf der einen Seite gut, wenn Sie diese Gefäße verwenden, dass Sie die mittels Barcode auf der einen Seite kennzeichnen zur Zuordnung zu Ihrem Patienten und wenn Sie mehrere Gefäße einschicken, mittels eines wasserfesten Stiftes diese beschriften. Für verschiedene Belange haben wir verschiedene Probengefäße, angefangen von kleinen Einbettungskassetten für Biopsien aus dem Magen-Darm-Trakt, die Sie hier einlegen können und dann fest verschließen können und dementsprechend im Anschluss in die Gefäße überführen können. Haben wir auch noch Gefäße für kleine Hautproben zum Beispiel oder kleinere Hauttumore, für etwas größere Proben wie zum Beispiel Mastzelltumore oder Mammatumore bis hin zu großen Gefäßen, in denen man ganze Organe fixieren kann. Wichtig hier ist nochmal, dass 4%iges Formalin benutzt wird zur Fixation und dass das Verhältnis der Probe zum Formalin etwa 1:10 betragen sollte. Und größere Proben haben ansonsten das Problem, dass die sehr, sehr schlecht durchfixiert sind und im Zentrum teilweise unfixiert sein können und dann also halt keine Untersuchung von diesen Arealen mehr vorgenommen werden kann. Zum Versand der Proben ist wichtig, dass man eine Umverpackung benutzt. Das ist nach der Gefahrstoffverordnung essentiell wichtig. Das heißt, wir empfehlen Ihnen, unsere bruchsicheren Gefäße zu wählen. Die können Sie in diese Umverpackung tun. Wichtig ist, fest zuschrauben, damit kein Formalin ausläuft. Und die größeren Gefäße kommen entweder in solche kleineren Umverpackungshüllen beziehungsweise die Formalineimer in 2 von diesen Untersuchungssäcken hier rein, die also mittels Kabelbinder verschlossen werden und es sollte noch eine Umverpackung erfolgen in einem Karton mit Fließpapier. Was uns auch noch ein großes Anliegen ist, ist die Ausfüllung des Vorberichtes. Das heißt, neben den essentiellen Angaben zur Tierart, Rasse und Geschlecht und Alter sollte auf jeden Fall der Vorbericht gut angegeben werden. Das ist uns besonders wichtig, weil nur dadurch, wenn wir vorberichtliche Angaben haben, haben wir die Chance, auf Ihre Fragestellung individuell einzugehen und möglichst gute Ergebnisse zu bringen. Das Gleiche gilt für die Differentialdiagnoseliste, damit wir als Untersucher, die Ihren Patienten nicht kennen, uns gut in Ihren Patienten hineindenken können, um so für Sie ein möglichst optimales Ergebnis zu erzielen. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und für weitere Fragen steht Ihnen unser Pathologie-Team herzlich gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank.